Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, ich muss mich irgendwie entschuldigen, mir rennt momentan die Zeit unter den Fingern weg und ich komme irgendwie gerade mal nur alle 14 Tage dazu, ein Video zu machen und das tut mir so leid, weil ich würde so gerne jede Woche. Ich werde mich bemühen und mich bessern. So, ihr seht schon, hier liegen bereit meine Farben von Victoria von VH Aquarell. Ich werde kurz jetzt nochmal am Anfang euch darauf hinweisen, aber dieser Code gilt immer. Mit meinem Code Melanie5 bekommt ihr 5% auf einem Einkaufswert ab 50 €. Schaut gerne in ihren Shop vorbei, den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ja, ich habe mir hier Farben schon eingeweicht, ne? Das kann ich jedem von euch immer wieder nur empfehlen. Entweder macht ihr so wie ich, entweder mit so einer Pipette hier ein bisschen Wasser mal drauf oder ihr sprüht sie euch nass. Ne? So, ich hatte euch letztes Mal so eine schöne Karte gezeigt, aber die habe ich leider nicht mehr hier liegen. Und da wollte ich euch zeigen, wie man das Bild macht. Diese Blumengeschichte, ne? Mit diesem wieder rausholen der Farben und. Und das machen wir heute. Ich habe mir hier ein Papier aufgeklebt. Das ist aus meiner Watercolor Selection, Nummer 10. Ich habe mir das Britannia rausgesucht, kalt gepresstes Papier, 300 Gramm matt. Habe ich mir heute aufgeklebt. Ich schnappe mir hier einen breiten Pinsel, werde mir mein gesamtes Papier jetzt einfach mal einmal nass machen, damit die Farben gleich schön laufen und es keine Trockenränder gibt. Selbst wenn es die aber geben würde, wäre das überhaupt nicht schlimm in diesem Fall. So. Einmal schön nass machen. Man sieht, dass dann immer die Oberfläche glänzt so ein bisschen. Möglichst keine Pfützen drauf bilden lassen. Hier nochmal einen Hauch Wasser. Dieses Papier kann sehr viel ab. Das ist wirklich super. So, jetzt sind auch die kleinen Haare weg. Okay. Und dann schnappe ich mir hier einen Pinsel. Viele von euch haben mich nach meinen Lieblingspinseln gefragt. Das sind tatsächlich synthetische Pinsel, die ich am allerliebsten benutze. Die haben ganz oftmals eine schöne Spitze. Sind solche, also Rundpinsel mit Spitze. Und ja, die habe ich entweder mal bei uns im Hobbyhaus gekauft oder ich habe sie mir online bestellt. Das ist hier kin.de. Ich habe schon mal versucht, den Link rauszufinden, aber es ist irgendwie nicht mehr so leicht verfügbar. So, jetzt fange ich an und setze mir hier die Farben rein. Und die sollen ein bisschen ineinander laufen. Hier mehr extra ein bisschen oben hin mache ich so ein bisschen gelb-orange-Töne. Mal gucken hier. Und nach unten hin werde ich so ein bisschen ins Rot gehen. Und ganz unten noch ein bisschen Magenta-mäßig hinzufügen. Und das soll richtig schön ineinander laufen hier. So, dann machen wir mal so einen lila Ton. Und das war es im Grunde schon. Mehr wird jetzt erstmal nicht gemacht. So, ich gehe jetzt noch mal mit dem Pinsel. Ich mache den ein bisschen, habe den ein bisschen ausgewaschen, mache den ein bisschen trocken und ich werde jetzt einfach noch mal hier rüber gehen und so ein bisschen das ineinander verziehen, verlaufen lassen. Aber im Grunde wird das von alleine jetzt sich so ein bisschen ineinander verlaufen. Ja, können wir hier noch mal die Farben ein bisschen wiederholen, aber nur an so einer kleinen Stelle. Sehr schön. Gelb mache ich ein bisschen kräftiger ruhig, aus dem Grund, dass wir da ein bisschen Farbe rausnehmen wollen und das geht nur, wenn da auch Farbe drauf ist. Ne? So. Sehr schön. Ihr Lieben, das muss jetzt kurz mal trocknen. Kleine Pause. So, doch noch keine kleine Pause. Ich habe mir gerade überlegt, ich werde hier noch
weil die Farbe so schön nass ist, einfach nochmal mit dem Pinsel schon mal so ein paar Blumen, wo ich die dann gleich reinsetze, so ein paar Striche mir herziehen. Und die Farbe wird hier gleich in den Pinsel laufen, in diese Rillen, die ich hier einfach nur ziehe. Und, oder als Gras können wir es nutzen. Das ist nur gedrückt, ja, und ihr seht das jetzt schon, fängt die Farbe an und läuft so ein bisschen hier in die Rille rein und versammelt sich da und ergibt nachher unsere Halme. Das Ganze können wir dann aber nachher auch nochmal mit Grün nachmalen. Aber ich gucke mal, ob das vielleicht auch mit diesen so reicht, wie ich es hier habe. Mal schauen. Okay, jetzt lasse ich es aber trocknen. So, mein gutes Stück ist getrocknet, wunderbar, und die Farbe hat sich sehr schön in diesen gezogenen Rillen versammelt und gibt für uns jetzt schon mal die Blumenstiele. Das heißt, wir müssten nachher überhaupt nicht mehr mit Grün noch da dran gehen und daran arbeiten. So, jetzt schnappe ich mir hier eine kräftige Farbe. Ich nehme hier Magentafarben. Ich fange an. Ich setze mir hier, ich mache hier unten mal eine große Blüte, glaube ich, hin. Erstmal, ich setze mir hier unten 5 kleine Pünktchen. Das hatten wir schon mal in einem Video. Na, wie wir unsere Blumen malen. 5 kleine Pünktchen hinein. Und ich schnappe mir jetzt einen etwas anderen Pinsel. Ich glaube, ich nehme diesen hier. Mache da noch mal ein wenig Farbe dran, und zwar einen Gelbton. Nehme ich die? Ne, ich nehme hier von Mittelgelb. So. Und ziehe mir jetzt hier erstmal meine Blüten raus. Die kann ruhig ein bisschen größer sein hier. Sehr schön. Die könnte man theoretisch jetzt schon so lassen. Aber ich möchte ja, dass es wieder ein bisschen heller wird. Jetzt wasche ich meinen Pinsel aus. Ich habe hier immer ein Tüchlein parat liegen. Und jetzt hole ich mir die Farbe hier aus der Blume oben wieder raus, so dass sie ganz zart wird. Aber ich lasse so einen leichten Farbrand stehen. Ihr seht das. Da bleibt jetzt so ein leichter Pink- und Gelbrand, bleibt von der Blume bestehen. Und ihr könnt hier auch noch ein bisschen an eurer Form arbeiten, wenn ihr wollt. Aber ich finde das eigentlich schon so sehr schön. Und jetzt haben wir schon die erste richtig nette Blume hier hinbekommen. Und jetzt arbeite ich mich hier mal an den Stielen entlang sozusagen. Bleibt in diesem Farbgeschehen. Wenn ich möchte, könnte ich jetzt hier auch noch mal wieder ein bisschen dunkel reinsetzen in meine Blume von eben. Na, die kann ruhig noch mal ein bisschen Farbe wieder vertragen da in der Mitte. Farbig wäre es auch schön schon, ne? Aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Aber ich wollte euch gerne das mit den angelifteten Farben zeigen, weil das gibt so diesen ganz, ganz tollen zarten Effekt. Dass die Blüten wirklich so ganz wunderschön leicht aussehen und ups. Ja, das passiert, wenn da Wasser reinkleckst. Ne? Jetzt muss ich da auch eine Blüte hinmachen. Aber
drauf. Vielleicht mache ich da auch nur so eine kleine Knospe hin, indem ich hier oben einfach nur 1, 2, 3 Petal mache und mir hier so eine kleine Mini-Blume hinsetze dann. Wir brauchen ja auch ein paar kleine Blütenknospen und nicht nur immer so große, ne? So. Also ihr seht schon, man könnte jetzt auch einfach mit reinem Wasser wieder diese Farben rausholen. Aber so ist natürlich ein bisschen mit so einem kleinen Farbschimmer das Ganze ein bisschen schöner. Könnt euch mit einem Tuch gerne zwischendurch, wenn ihr es noch ein bisschen heller haben wollt, einfach noch ein bisschen mehr raustippen. Solange es nass ist, ihr seht das schon, löst sich die Farbe hier auch richtig gut an. Ja, um dann noch mal so kleinen, ja, einen helleren Strahlenpunkt zu bekommen. Hier habe ich jetzt ein bisschen viel rausgenommen, da gehe ich noch mal wieder rein.
Ja, was soll ich sagen? Was ist mir passiert? Ich habe einen Zwischenschritt nicht aufgenommen. Und zwar den Schritt zwischen diesem Bild und dem nächsten Bild, was gleich kommt. Und zwar habe ich meine geliebte Lochschablone genommen, die ihr schon aus den vorherigen Videos kennt, und habe mit einer Bürste Farbe hinaus genommen an den Stellen. Da könnt ihr es jetzt sehen. Und ich habe noch mit Gold gespritzt und gesprenkelt. Leider, ich weiß nicht warum, habe ich das nicht aufgenommen. Aber ihr seht es hier, ihr könnt es erkennen. Ja, und nun schnappe ich mir hier meinen Föhn. Ganz wichtig, um Klebeband zu lösen, nehmt euch einen Föhn zur Hilfe. Na? So könnt ihr das verhindern, dass euch euer Papier kaputt reißt. Ja, tut mir wirklich leid. Ich habe es irgendwie nicht aufgenommen. So, ihr Lieben, da ist das gute Stück. Es ist richtig schön, gefällt mir richtig gut. Wer so eine Schablone nicht hat, wer das mit den Pünktchen gerne machen möchte und er hat so eine Schablone nicht, nimmt Wattestäbchen oder kleinen Pinsel, ganz dünn, wenn ich euch das zeige. Das kann man auch einfach mit einem Pinsel hinbekommen. Ne? Ich habe hier jetzt mal, das dauert natürlich ein bisschen länger, einen ganz feinen Punkt Pinsel, aber wenn ich hier reingehe, dann kann ich das genauso rausholen. Seht ihr das? Der Punkt ist jetzt mit dem Pinsel gemacht. Das funktioniert auch. Na, mit der Schablone geht es schöner und das ist so Zufallsgeschichte. Aber wie gesagt, geht hier auch mit dem kleinen Pinsel. Auch der holt euch nach und nach die Farben raus. Ja, ich werde es jetzt aufkleben und habe wieder ein gutes, süßes Werk. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal. Wie gesagt, das mit diesen Strichen vorher ziehen ist kein Muss. Ne? Der Nachteil daran, könnt ihr hier sehen, ist, dass die Farbe da nicht weggeht. Die ist da tatsächlich hinter. Das stört mich jetzt in diesem Bild überhaupt nicht, dass hier hinter den Blütenblättern noch dieser Strich zu sehen ist. Theoretisch hättet ihr auch einfach diese Striche weglassen können. Ihr setzt euch die Blüten dahin, wo ihr sie haben wollt und zieht euch nachher mit einem ganz dünnen Pinsel, hier mit so einer Schriftenpinsel oder auch nur mit einem Stift, ganz hauchdünn die Linien hier drauf. Ginge genauso. Na, also, ja ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, eure Melanie.